Der Rückgang der Inflation lässt noch auf sich warten. Zum Beispiel am Mittwoch rechnen wir in den USA mit einer Zahl nahezu 9%. Was könnte sonst dazu führen, dass die geldpolitische Straffung etwas lockerer wird? Es könnte zum Beispiel eine stärkere konjunkturelle Abschwächung sein. Sozusagen Bad News für die Konjunktur, Good News für die Aktienmärkte. Es ist aber schwierig, das zeitlich im Ablauf vorherzusehen. Wir hatten zwar, wenn wir beim Beispiel der USA bleiben, einen Rückgang im Immobiliensektor bei den Bewilligungen. Andererseits, letzten Freitag am Arbeitsmarkt hat sich gezeigt, dass die Lage weiterhin robust ist, mit 400.000 neuen Stellen und einer Arbeitslosenrate unter 4%. So gehen wir auch davon aus, dass die nächsten anstehenden Publikationen zu der konjunkturellen Situation am Freitag für den Detailhandel und am Freitag darauf dann für das Geschäftsklima der Unternehmen relativ stark bleiben werden. Insofern also ist es zu wenig Bad News, damit es Good News für den Aktienmarkt wird. Die Berichtssaison beginnt bald und dies traditionellerweise mit den nordamerikanischen Banken, allem voran JP Morgan. Die Gewinnerwartungen im Finanzbereich haben sich denn auch normalisiert an die zyklischen Risiken. Betrachtet man die zyklischen Industrien hingegen, so sehen wir dort gewisse Risiken bezüglich Earnings-Revision. Dies bedingt durch die erhöhte Inflation, sich abzeichnenden Nachfragerückgang und steigende Zinsen. Betrachtet man dann hingegen den Energie- und Rohstoffbereich, so sieht man, dass diese von der erhöhten Inflation und den Lieferengpässen profitiert haben und somit ein solides Gewinnwachstum hinlegen werden. Insgesamt liegen die Gewinnwachstumserwartungen im MSCI World in Jahresperspektive bei 11%. Im Quartal sequenziell liegt dies bei 4%. Wenn wir die Halbleiterindustrie noch genauer betrachten, so sehen wir, dass bei Micron die Gewinnwarnung zu sogar einer positiven Preisreaktion geführt hat, weil dort schon viel Negatives eingepreist wurde im Jahresverlauf. Hingegen hat man eine erhöhte Ertragsvisibilität bei Infineon, denn dort wurden in der Not unkündbare Abnahmeverträge abgeschlossen, was dazu geführt hat, dass der Ausblick dort erhöht wurde. Das Fazit liegt dabei, dass sich in dieser Berichtssaison der Spreu vom Weizen trennen wird und insbesondere sehen wir gute, aktive, fundamentale Anlageopportunitäten.